Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Ich habe heute einen kleinen IKEA-Hack für euch und zwar werden wir einen Boho-Spiegel selber machen. Für den Spiegel brauchen wir natürlich erstmal einen Spiegel und deshalb bin ich zu IKEA gefahren und habe mir hier so einen runden Spiegel mitgenommen. Ich habe euch, falls ihr keine Zeit habt, zu IKEA zu fahren, aber auch nochmal in der Infobox einen anderen Spiegel verlinkt. Dort findet ihr auch alle Materialien, die ich heute in dem Video verwende. Dann habe ich so eine Papierschnur verwendet. Die finde ich sehr cool, weil die einen sehr guten Halt hat. Ich habe mir dann ganz viele Stücke abgeschnitten, die waren so ungefähr 20 cm lang. Die könnt ihr aber im Prinzip so lange machen, wie ihr möchtet, dass die überstehen. Also ihr müsst immer damit rechnen, dass man die in der Mitte dann zusammenfaltet, also dass man dann oben so eine Schlaufe hat und dann befestigt man die damit an einem Ring. Der Ring hat einen Durchmesser von 20 cm, das ist ein Metallring und der ist ungefähr genauso groß wie der Spiegel. Ich habe da ganz schön viele von diesen Papierschnüren angebracht. Ich habe es nicht nachgezählt. Also schaut einfach, dass ihr das richtig schön buschig sozusagen macht, dass da keine Lücken mehr zwischendrin sind. Als nächstes habe ich mir dann einfach einen alten Karton geschnappt und habe mir den Spiegel draufgelegt und einmal drumherum gemalt, damit ich weiß, wie groß der Spiegel ist. Und da habe ich dann einfach noch so einen Zentimeter drauf addiert und das Ganze habe ich dann einfach ausgeschnitten. Jetzt vielleicht, für was man diesen Schritt braucht. Man braucht ihn nicht unbedingt. Man könnte den Ring auch direkt an den Spiegel kleben. Aber dadurch, dass wir jetzt nochmal einen Zentimeter drüber rausstehen haben sozusagen, haben wir nochmal mehr Klebefläche. Bedeutet, es ist nicht nur der Ring darauf festgeklebt, sondern eben auch noch ein bisschen von dem Anfang von dem Papiergarn, also von der Papierschnur, und dadurch hat das einfach nochmal einen viel besseren Halt. Als nächstes habe ich dann den Spiegel auf den Karton geklebt. Achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall einen Kleber verwendet, der sehr gut hält. Also ich habe da jetzt einen Kleben statt Bohren Kleber verwendet, den habe ich euch auch unten nochmal verlinkt. Also der hält wirklich bombenfest. Ganz wichtig, unbedingt 24 Stunden aushärten lassen, also dass der auch wirklich klebt. Ansonsten kann das nämlich wieder runterfallen, also unbedingt aushärten lassen. Dann können wir jetzt auch schon unseren Ring, der mit der Papierschnur verschönert ist, auf unseren Spiegel kleben. Also ich habe dann da hinten einfach nochmal denselben Klebstoff drauf gemacht, habe das draufgeklebt und wie gesagt eben auch auf diesen Zentimeter, der von dem Karton noch außen rum steht, das habe ich auch alles beklebt, damit das dann auch wirklich gut hält. Und im Prinzip könnte man das Ganze jetzt schon so lassen. Das sieht schon sehr, sehr süß aus. Ich wollte aber, dass der Spiegel noch einen besonderen Touch bekommt und auch so ein bisschen was Eigenes. Also ihr könnt hier jetzt eurer Fantasie auch freien Lauf lassen. Ich zeige euch mal, wie ich gemacht habe. Also ich habe mir einfach ein Stückchen Makramee-Garn, das ich noch übrig hatte, genommen und habe das außen einmal komplett drumherum geklebt. Das habe ich einfach mit einer Heißklebepistole gemacht. Ihr könnt aber natürlich auch wieder den anderen Klebstoff verwenden. Und damit das Ganze nicht so selbstgemacht aussieht, sondern auch wirklich einen sehr hochwertigen Touch bekommt, habe ich noch eine weitere Dekoration hinzugefügt. Ich habe jetzt hier einfach 3 lange Stränge von der Papierschnur mir abgeschnitten und habe dann ganz normal einen Zopf geflechtet. Also ich glaube, das kennt jeder, also immer den äußeren Faden in die Mitte legen. Also heißt erst der rechte, dann der linke, rechts, links und so weiter. Und das habe ich dann so lang gemacht, dass es eben auch einmal um den Spiegel rumpasst. Und das habe ich dann ebenfalls wieder mit der Heißklebepistole festgeklebt. Achtet auf jeden Fall darauf, damit ihr den Klebstoff wirklich nur dahin macht, wo er nicht sichtbar ist, also direkt unter die Schnüre. Und das Ganze habe ich jetzt einfach nochmal 24 Stunden aushärten lassen. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass der Klebstoff eine Weile braucht. Bei dem Heißkleber geht es zwar sehr schnell, den würde ich aber auf jeden Fall nicht verwenden, um den Spiegel an den Karton zu machen, weil das einfach nicht so gut hält und das wäre sehr, sehr schade, wenn der Spiegel dann irgendwann runterfallen würde. Um ihn aufzuhängen, habe ich einfach nochmal ein Stück Makramee-Garn abgeschnitten und habe das hinten auf dem Karton mit Gaffer-Tape, also ganz, ganz simpel, festgeklebt, habe drunter noch einen Knoten gemacht, damit das nicht rausrutschen kann
und das hält tatsächlich bombenfest. Der Spiegel hängt bereits seit, ich glaube, 5 Wochen bei uns. Wir lieben ihn sehr und jetzt hoffe ich natürlich, dass er euch genauso gut gefällt. Wenn das der Fall ist, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniere gerne meinen Kanal und schreib mir doch mal in die Kommentare, welche IKEA-Hacks du noch gerne sehen wollen würdest. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf.